Und wieder war ich auf Beutezug, diesmal im niederländischen Venlo am Bahnhof. Das Empfangsgebäude mit seinem Uhrenturm. Die zwei Brüder von Venlo mit ihrer Mutter dabei. Aber die wahre Kunst findet auf den Gleisen statt. Dieser Stoptrain käme eigentlich aus Nijmegen. Anfang Juni war aber die Strecke dorthin teilweise gesperrt, weswegen dort Schienenersatzverkehr stattfand. Deshalb beginnen und enden die Züge dieser Linie in diesem Video hier in Venlo. Mal sehen, ob wir diese zwei hier bei der Ausfahrt kriegen. Zeit für einen Uhrenvergleich. Okay, zurück auf den Bahnhof. Ein Abstellgleis mit Prellbock. Ein kleines Hauptsignal, wie man sie in den Niederlanden sehr häufig in Bahnhöfen findet. Rot bedeutet natürlich, wie überall, halten vor dem Signal. Einfahrt eines Güterzuges. Die Stromabnehmer gesenkt. Venlo ist nämlich Systemtrennstelle. Das bedeutet, in Deutschland wird die Oberleitung mit 15 Kilovolt Wechselstrom gespeist, in den Niederlanden meist mit 1,5 Kilovolt Gleichstrom. Und so fährt dieser Zug in den Bahnhof ein, senkt den Stromabnehmer und wenn die Fahrleitung umgestellt wurde, kann der entsprechende Stromabnehmer gehoben werden. Ob die Umstellung wohl von hier aus erfolgt? Diese Vectron versteht sich auf praktisch alle europäischen Bahnstromsysteme. Eine Zulassung liegt jedoch nur für einige Länder vor. Ein Grund dafür ist, dass jedes Land sein eigenes Zugsicherungssystem hat und die Loks dafür ausgerüstet werden müssen. Und das macht man natürlich nur, wenn man in diesen Ländern auch fährt. Die Lok wurde bereits abgekuppelt und ist ein paar Zentimeter nach vorne gefahren. Mal schauen, wie es dann hier weitergeht. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Eine Hektometertafel vielleicht. Ein Zuglängenschild, in etwa vergleichbar mit der deutschen Haltetafel. Hier sehen wir wieder ein Zuglängenschild mit einer Zahl. Das heißt, 10-teilige Züge müssten dann hier halten. An diesem Bahnsteig gibt es wohl keine Zuglängenschilder, auf dieser Seite jedenfalls. Der Zug hält daher vor dem Hauptsignal.
Mit dieser Linie kann Venlo übrigens kostengünstig mit dem Deutschlandticket erreicht werden. Signalbild 212, Fahrt mit 40 km/h, aber nur so schnell, damit am nächsten Signal gehalten werden kann. Das gilt nun für den IC 3533, der vom Flughafen Amsterdam Schiphol binnen 2 Stunden hier nach Venlo fuhr. Wie man sieht, die Lok wurde zwischendurch wieder angekuppelt. Und hier geht es wieder zurück nach Deutschland. Und jetzt wird die Lok wieder abgekuppelt. Was man hier auch schön sehen kann, wie die Oberleitung im Zickzack aufgehängt wurde. Das macht man, damit der Fahrdraht keine Kerbe in die Schleifleiste reinschneidet und diese somit relativ gleichmäßig abgenutzt wird.
Door werkzaamheden rijden de Wie gesagt, Richtung Nijmegen war Schienenersatzverkehr, deshalb macht der Zug hier Kopf, ansonsten wäre er auf Gleis 1b eingefahren. Hier 2 Abfahrtssignale, wenn die Zustimmung zur Abfahrt vorliegt, dann blinken diese. Wenn man ganz genau hinschaut, dann sieht man da hinten das Abfahrtssignal blinken. Da hinten haben wir jetzt ein ausgewachsenes Hauptsignal. Grün bedeutet Vorbeifahrt erlaubt unter Berücksichtigung der örtlichen Geschwindigkeit. Sollte diese nicht bekannt sein, dann sind 40 km/h erlaubt. Pünktlich los geht's auch für den Stop-Train nach Roermond.
Ein Stop-Train ist so eine Art Regionalbahn, die überall hält und deswegen heißt er auch Stop-Train. Railforce One in Aktion. Eine Stadler Euro 9000. Hier relativ mittig im Gleis wurden 2 Leiter verlegt. Da würde mich mal interessieren, für was diese sind. Meine Vermutung ist, dass es sich hier um eine Art der Zugbeeinflussung handelt. Falls ja, was für ein System ist das und wie funktioniert es? Diese Baken hier jedenfalls dienen der Zugbeeinflussung. Es handelt sich um das ATB, verbesserte Version, das in Bahnhöfen verbaut ist und vor allem für langsam fahrende Züge gedacht ist und eine punktförmige Zugbeeinflussung darstellt. Auf der Intercity-Linie Schiphol-Venlo werden Züge der Baureihe DD-IRM eingesetzt. Bei diesem Zug dürfte es sich um einen aus der Bauserie VIRM VI handeln.
Die Stadler Euro 9000 ist eine Hybridlokomotive, fährt also mit Diesel und/oder Strom. Außerdem versteht sie sich auf die 4 in Europa gängigen Bahnstromsysteme und kann daher wunderbar im grenzüberschreitenden Verkehr eingesetzt werden, sofern eine Zulassung natürlich vorliegt. Die Lok ist so konzipiert, dass man später die Dieselmotoren durch Akkus ersetzen könnte. Auf der südlichen Seite fährt ein Kesselzug aus. Leider hat man von hier aus keine bessere Sicht. Und die 2 Züge stehen immer noch lustig da. 2 Loks der Baureihe 189, also Siemens Eurosprinter, quasi der Urahn vom Vectron. Und da hinten nochmal 2. In diesen 6-achsigen Waggons wird, wie ich mittlerweile gelernt habe, Erz transportiert. 4 Weichen, die einen sogenannten Hosenträger bilden. Diese Form gibt es häufiger an niederländischen Bahnhöfen. Dies ermöglicht eine raschere Ein- und Ausfahrt zweier Züge, die am gleichen Bahnsteig halten. Das konnte ich hier zwar nicht beobachten, dafür aber am Bahnhof in Hengelo. Das Video verlinke ich euch in der Beschreibung. 2 Stadler Gelenktriebwagen. In der Mitte sieht man den Antriebscontainer. Darauf stützen sich die Endwagen, die jeweils nur ein Drehgestell haben. Damit sind also 2 Achsen von 6 angetrieben. Hier sieht man eine Version, wo noch ein Mittelwagen dazugefügt wurde. Auch der hat nur ein Drehgestell. Schiphol Airport en Dordrecht van 13:33 vertrekt over ongeveer 5 minuten.
Kleiner Blick Richtung Südosten. Formsignale im laufenden Betrieb gibt es in den Niederlanden leider nicht mehr, abseits von Museumsbahnen natürlich. Und für diesen Genossen geht es jetzt in die Abstellung. Die allererste Generation hatte noch Frequenzumrichter auf GTO-Basis eingebaut, deren Sound verlieh den Triebzügen den Spitznamen Dudelsack. Leider wurden die nachfolgenden Generationen und auch mittlerweile die erste Generation auf IGBT-Technik umgestellt. Ja, gerne hätte ich mal so einen Dudelsack gehört, aber das wird mir wohl auf Dauer verwehrt bleiben. Und hier noch eine Zuglängentafel. Die obere Zahl gibt an, dass hier ein achteiliger Zug halten soll, wenn die Weichen am Bahnsteig in gerader Stellung befahren werden, und ein vierteiliger Zug, wenn die Weichen in abweichender Stellung befahren werden. Und in die Richtung, wo der Zug jetzt hinrangiert, da gehen wir jetzt auch hin, nämlich an diesen Bahnübergang. Gewohnt dramatisch. Hier wird momentan an einer Unterführung gebaut. Die Container dienen als Lärmschutzwand. Das waren jetzt vierachsige Waggons. Da gehe ich jetzt davon aus, dass mit diesen Kohle transportiert wird. Diese Tafel weist darauf hin, dass hier ATB installiert ist. Die Schließzeiten von niederländischen Bahnübergängen sind meistens relativ kurz und die Signale zeigen schon Fahrt, während der Bahnübergang noch offen ist.
Warten, bis das rote Licht erloschen ist. Es kann noch ein Zug kommen. Und noch eine Stadler Euro 9000. Die 9000 beziehen sich auf die Dauerleistung, 9000 Kilowatt, die allerdings nur bei 25 Kilovolt Wechselstrom erreicht werden. Da dieser Zug nach Deutschland fährt, haben wir hier jetzt 15 Kilovolt Wechselstrom und da hat die Lok 8000 Kilowatt Dauerleistung. Und hier ein Auto, das sich ein bisschen zu weit vorgewagt hat. Und das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.